ersten Musiktheorie-Einheit. Mein Name ist Nico und wie ihr schon sehen könnt, habe ich euch was vorbereitet. Es geht heute um die Grobbestimmung der Intervalle und wir steigen gleich ein ins Thema. Wichtig ist, dass du dir die Reihenfolge der Intervalle, zumindest von im Abstand einer Oktave, auswendig lernst. Also wir haben die Prime als erstes Intervall, die Sekunde, die Terz, die Quarte, die Quinte, Sechste, Septim und final dann die Oktave. Das ist die Reihenfolge, die solltest du dir unbedingt merken. Ich habe euch im Violinschlüssel und im Bassschlüssel schon mal die Töne aufgeschrieben und zwar genau in der Reihenfolge für unsere grob bestimmten Intervalle. Wenn ihr auf eurem Notenpapier seht, dass zweimal der gleiche Ton in Folge kommt und ihr sollt an dieser Stelle das Intervall grob bestimmen, dann ist es das erste Intervall, nämlich die Prime. Das zweite Intervall, ihr seht schon, der erste Ton bleibt, der zweite Ton geht eine Position höher und egal ob es ein Ganzton oder Halbton ist, wer es weiß, das ist in Ordnung, alle anderen, ihr habt es jetzt nicht gehört, also wir zählen den ersten Ton mit 1 und der zweite Ton 2 und das ist eben unsere Sekunde. Wir gehen einen Schritt weiter, zählen unser C wieder, 1, das D ist der zweite Ton und das E der dritte Ton und das bringt uns zur Terz. Das vierte Intervall, wir zählen wieder C, D, E, F und wir haben hier an der Stelle 4 Töne gezählt und das ist unsere Quarte. Deswegen ist hier auch grob bestimmt das Intervall eine Quarte. Der nächste Schritt ist 1, das C, D, E, F, das bringt uns zum G und der Abstand ist 5, das heißt die Quinte in diesem Fall. Und so geht es eben weiter. Wir haben hier einen Abstand von 6, also C, D, E, F, G, A, das ist unsere Sechste. C, D, E, F, G, A, H ist 7, deswegen die Septime. Und das einfachste Intervall ist C auf die Oktave C, beziehungsweise das gleiche natürlich auch hier im Bassschlüssel, das ist grob bestimmt die Oktave. Wenn ich das Ganze jetzt abwärts mache, muss ich gerade eben mal meine Begriffe, meine Intervallbezeichnungen mit nach unten nehmen, da ist es genau das Gleiche. Das heißt, wir haben hier im Umkehrschluss natürlich wieder C auf der gleichen Tonhöhe, auf dem gleichen Zwischenraum, nämlich C2 auf C2, beziehungsweise im Bassschlüssel C1 auf C1 und das ist wieder unsere Prime. Geht der zweite Ton hier einen Schritt nach unten, zähle ich wieder unser C, der erste Ton, das H an der Stelle der zweite Ton, das heißt ich habe 2 Töne gezählt und das ist die Sekunde. Und so geht es weiter, C, H, A, Abstand von 3 Tönen, das ist eine Terz. Gefolgt von der Quarte, 1, 2, 3, 4 Töne, die Quarte, 1, 2, 3, 4, 5, das ist die Quinte. Wir haben hier als nächstes Intervall in Folge die Sechste, C auf D, das heißt hier würde nur noch ein Ton fehlen, dass es eben zur Oktave geht, also haben wir hier auf jeden Fall unsere Septime und wie ihr sehen könnt C auf C, das heißt C2 auf C1 oder C1 auf kleines c, das bringt uns zur Oktave. Wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, habe ich noch eine dritte Übung für euch vorbereitet. Jetzt geht es nach oben und nach unten wild durcheinander und eine kleine Erschwerung habe ich auch noch eingebaut, wobei, wenn wir es gleich geklärt haben, werdet ihr sehen, dass es eben nicht allzu schwer ist, nämlich Versetzungszeichen. Das heißt, wir haben in den Tönen Veränderungen in Sachen Vorzeichen wie B oder Kreuzvorzeichen. Aber wenn wir unsere Intervalle grob bestimmen müssen, zählen wir trotz der Vorzeichen ganz einfach. Wir gehen es mal durch. C ist unser erster Ton, D der zweite und das S nach oben ist der dritte Ton. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle auf jeden Fall eine Terz. Und genauso mache ich das mit den nächsten Intervallen auch. Ob da jetzt ein G steht oder ein Gis, interessiert mich eigentlich nicht, denn ich zähle wieder von unten C, D, E, F, G und komme zum Abstand 5. Und das ist eben eine Quinte. Wir gehen weiter. C, D, E, F, G, A, B.
ist 7 und das ist in der musikalischen Bezeichnung hier auf jeden Fall die Septime. Unser viertes Intervall, das wir rauszählen, geht jetzt abwärts. Jetzt zähle ich trotz alledem natürlich wieder von meinem C2 aus oder vom C1 nach unten. C der erste Ton, H der zweite Ton und ich komme zum Ass nach unten, das ist der dritte Ton. Das heißt, ich kann mir hier die Terz hier rüberholen, denn auch dieser Abstand, wie beim ersten Intervall auch, ist wieder eine Terz. Wir machen jetzt das nächste Intervall auf eine andere Art und Weise. Und zwar steht ja hier das C2 und die Oktave nach unten wäre das C1. Wie wir sehen, ist das Intervall aber etwas enger, nämlich genau um einen Ton. Das heißt, hier hätten wir auf jeden Fall wieder eine Septime. Wir kontrollieren das einmal und zählen abwärts. C, H, A, G, F, E, D. Und wir kommen zur 7, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall unsere Septime. Die kann ich mir auch hier wieder rüberholen. Unser nächstes Intervall, wir zählen jetzt wieder nach unten. C2 ist das erste. H, A, Ges, da haben wir 4 und das ist eine Quarte im grob bestimmten Modus. Wir gehen hier weiter. Wir haben hier F, G, A, H und auch hier kann man fast schon hier in die Mitte reinsetzen. Beide Intervalle, der Takt sowie dieser Takt, sind beides jeweils eine Quarte. Wenn wir jetzt abwärts zählen von unserem nächsten Ton A, G, F, E, D, dann haben wir hier eine Quinte. Jetzt geht es wieder nach oben, das heißt, wir haben hier das E1 und das E2. Hier oben wäre die Oktave. Der Ton ist aber kein E2, sondern ein D2, letztendlich eine Stufe unten drunter und das wäre wieder eine Septime. Ich kann es natürlich auch rauszählen, also E, F, G, A, H, C, D und ich komme hier zu 7, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Septime. Unser letztes Intervall, das kann ich jetzt natürlich auch wieder rauszählen, wir haben G, F, E, D, C, das H, das kleine und hier haben wir natürlich dann dementsprechend eine Sechste. Hast du Fragen rund um die Grobbestimmung von Intervallen oder andere musiktheoretischen Fragen, dann stell sie ruhig ab in die Kommentare damit. Ansonsten freut es mich natürlich, wenn am Ende noch ein Like und ein Abo dagelassen wird. Das motiviert und wir sehen uns dann automatisch nächste Woche zu einem neuen Video rund um Musiktheorie mit Nico. Lasst am Ende, wie gesagt, noch ein Like und Abo da. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao, euer Nico.